Hallo und herzlich willkommen zu Enforce Tech TV, der digitalen Plattform der Enforce Tech 2026 hier in Nürnberg. Wir sind bei Health Protection und natürlich auch bei alten Bekannten. Peter. Max, ich grüße dich. Danke, dass wir da ein Vergnügen. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir schauen uns die neuesten Produkte für 2026 an und legen direkt los. Direkt loslegen ist ein gutes Thema. Als erstes muss ich mich bücken, weil meine Handschuhe unten sind. Prima. So, was haben wir hier auf dieser Messe? Wir haben das Produkt in dem Bereich Handschuhe von der Firma Held. Die Firma Held ist ein kleines und innovatives Unternehmen, Familienunternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Lösungen zu finden für Bereiche, die eben noch nicht so weit abgegrast sind. Oder erschlossen. In dem Moment, wo man sagt, ich habe hier ein Problem, dann findet die Firma Held Lösungen. Und das ist halt aufgrund der Größe auch möglich zu sagen, wir können sowohl industriell oder auch große Aufträge von Behörden abarbeiten, aber auch individuelle Lösungen für den Endkunden zu finden. Was wir hier haben, ist ein Handschuh, den ich auch beim Schießen schon getestet habe, der aber auch wirklich eine Menge kann. Ich kann also wirklich mit diesem Handschuh hier reingreifen und das sind echte Splitter und du siehst keine Verletzung. Was noch dazu führen kann, ist natürlich, dass man bei entsprechenden dienstlichem Auftrag vielleicht mit so etwas konfrontiert wird. Und auch hier, dieser Handschuh hat den höchsten Stichschutz, den man haben kann für Nadeln und sorgt deswegen dafür, dass der Beamte, der das trägt, oder der Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes, der das trägt, sicher bei der Durchsuchung bleibt und sich nicht irgendwie damit in Gefahr bringt, verletzt zu werden. Der Vorteil von diesem ganzen Handschuh ist aber, dass er immer noch so flexibel ist, dass ich damit schießen kann, dass er aber auch so flexibel ist, dass ich zum Beispiel mein Handy damit bedienen kann und sagen kann, okay, ich möchte mein Handy damit bedienen und dann kann ich eben auch mein Handy damit bedienen. Das heißt, im Endeffekt ist es gar nicht notwendig, würde es selbst funktionieren, wenn ich jetzt die Hände voll mit irgendwelchen Einsatzmitteln habe, dergleichen. Würde das tatsächlich der Handschuh wie eine Art Stylo oder irgend sowas, also wie so eine Art genau. Funktioniert. Wir haben also hier in dem Bereich extra spezielle Parts angebracht, so dass man damit auch jedes Mobile Phone problemlos bedienen kann. Wir haben dann einen zweiten Schnittschutz- und Stichschutzhandschuh, der von der Klasse her etwas niedriger ist, aber dennoch gut auch hier sicher ist. Hier ist halt so, der ganze Oberbereich ist rund gestrickt. Kann man in jeder Farbe haben. Also das ist jetzt grau, kann auch in Polizeiblau oder in NATO Oliv sein. Das ist kein Problem. Dieser Handschuh ist natürlich etwas flexibler. Hat den Vorteil, dass ich natürlich beim Schießen zum Beispiel noch angenehmer mit der Waffe arbeiten kann. Der Nachteil ist halt, ich habe nicht den hohen Stich- und Schnittschutz wie der vorherige Handschuh. Das heißt den hohen, wir haben hier haben wir Klasse 4, hier ist Klasse 3. Okay, das heißt Kanüle Kanüle geht auch nicht durch. Okay. Also auch hier. Das ist also wirklich für die, ich nenne es jetzt mal die schnelle Abtastung oder so, ist der, also auch was das Packmaß betrifft. Genauso geeignet und hier ist er natürlich leichter wegzupacken wie der andere. Der andere hat halt wirklich den höchsten Schutz, den man bieten kann. Und das ist der Vorteil, dass man sagen kann, okay, ich muss für meinen Einsatzzweck überlegen, welchen Handschuh möchte ich haben, welchen Handschuh möchte ich nutzen. Das ist halt abhängig von dem Bediener und von dem haptischen Gefühl, was der Bediener benötigt. Ja, definitiv. Was wir noch haben, ist eine absolute Seltenheit. Wir haben uns nämlich Gedanken gemacht, dass es viele Schießhandschuhe gibt und aus meiner Erfahrung bei der Bundeswehr habe ich immer festgestellt, dass Handschuhe ein ganz großes Thema sind, aber immer dann, wenn ich sie gebraucht habe, habe ich den falschen Handschuh dabei gehabt. Ich habe hier einen Handschuh, der, wenn ich hier reingehe, in der Innenhandfläche perforiert ist. Das bedeutet, ich habe hier kleine Luftlöcherlein, da geht wirklich auch Wind durch oder auch Temperatur durch. Und ich habe die Möglichkeit, mit diesem Handschuh volle Beweglichkeit zu vollziehen. Auch was die Haptik angeht, ja natürlich. Und jetzt kommt das nächste Problem. Es fängt an zu regnen. Ich bin auf der Range oder ich bin im Einsatz. Es fängt an zu regnen und ich habe meinen Sommerhandschuh an. Dann gehe ich hier aus diesem Handschuh heraus, gehe eine Lage weiter. Ich habe hier ein Gore-Tex-Futter drin, gehe in den Handschuh hinein und habe jetzt einen wasserdichten Handschuh.
Da hätte ich mich schon gefreut als Soldat, aber es wäre ja nicht die Firma Held, wenn da nicht noch ein Topic drauf wäre. Deswegen kann man sagen, hier oben haben wir einen Knopf. Wenn wir den drücken, wird der Handschuh beheizt. Du hast also im Grunde genommen einen Handschuh für alle Klimazonen. Es ist auch ganz wichtig zum Beispiel für Freifaller, die aus extremen Höhen springen. 33.000 Fuß habe ich mitunter Temperaturen um minus 50 Grad. Da kann ich den beheizen. Wenn ich unten gelandet bin, gehe ich aus dem beheizbaren System raus, mache den aus, gehe in den normalen Schießhandschuh und habe trotzdem immer noch den gleichen Handschuh. Ich brauche also nicht 3 Handschuhe mitführen, sondern ich habe einen Handschuh für alle Probleme eine Lösung. Wir sind natürlich auch bei dem Thema Mindset, das heißt für die Einsatzkräfte, das heißt Mindset, Kampfkrafterhaltung und dementsprechend einfach ein sehr gutes Feature, um die Kampfkraft, um das Mindset der Einsatzkräfte zu erhalten, weil Auf das jeden Schlimmste, was du haben kannst, ist ausgekühlte Einsatzkräfte oder Einsatzkräfte, die einfach keinen Bock mehr haben, irgendwas zu machen. Also wer da schon mal Erfahrung gesammelt hat, bei Sprüngen aus extremer Höhe und unten anschließend festgestellt hat, dass die Hände nicht mehr tauglich waren, einfach weil sie sich verkrampft hatten, der weiß das zu schätzen, wenn man das beheizen kann. Und das war halt der Gedanke und die Firma Held ist in der Lage gewesen, das entsprechend auch umzusetzen und ist bisher so in dieser Form einzigartig auf der Welt. Und das macht halt Held aus, weil sie finden Lösungen, die andere scheinbar nicht finden. Und hier können Probleme in relativ kurzer Zeit abgearbeitet werden. Das heißt aber, die Heizfunktion, egal in welchem Sleeve ich mich gerade befinde, egal ob in dem normalen Perforationsvlies oder im Gore-Tex-Vlies, die Heizfunktion ist immer gegeben. Die Heizfunktion ist immer gegeben, aber am besten ist die Heizfunktion natürlich, wenn ich in dem Gore-Tex-Bereich bin, weil es einfach Sinn macht, wenn der Handschuh oder die Hand dann auch entsprechend in einem trockenen Bereich ist und nicht ventiliert ist, ganz klar. Etwas Ähnliches haben wir hier mit diesem 2-in-1 Handschuh. Das ist also auch ein Handschuh, der beheizt werden kann. Ich habe dann die Möglichkeit, dass ich unterschiedliche Zonen beheizen kann. Also ich kann sagen, okay, ich möchte nur die Finger beheizt haben oder ich möchte nur den oberen Bereich des Handschuhs beheizt haben oder ich kann halt die Handinnenfläche beheizen. Auch hier wieder die Möglichkeit, über die Sensorik das Mobile Phone zu benutzen und zu sagen, okay, egal wie kalt das draußen ist, ich kann garantiert mit meinem Handy arbeiten. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, damit... Spricht sofort an, wie du siehst. Also, das ist aber auch jetzt ein reiner Kälteschutzhandschuh. Das ist ein reiner Kälteschutzhandschuh. Oftmals hat man ja das Problem, Nässeschutz. Und dann kommt das nächste dazu, Kälte. So, und wir haben das ganz oft gehabt, dass Nässeschutz gut abgearbeitet wurde, aber... Ich muss das jetzt echt ausmachen, weil es warm wird. Aber das Problem einfach da ist, dass die Temperaturen in Verbindung mit Kälte und Windchillfaktor dafür sorgen, dass ich irgendwann meine Hand nicht mehr vernünftig benutzen kann. Und hiermit habe ich auch nach wie vor die Möglichkeit, auch zu schießen. Ich habe damit Erfahrungen gesammelt und kann sagen, absolut einsatztauglich, egal für Militär, für Sicherheitskräfte oder auch für alle anderen Anwender, die längere Zeit draußen in der Kälte rumstehen müssen. Jetzt ein kurzer beziehungsweise Unterhaltsfrage bezüglich bei den Heizgeräten oder bei den Heizhandschuhen, so muss man sagen. Akku, Lademöglichkeit, was haben wir da? Also ganz normal Akku und dann die Lademöglichkeit über die Steckdose. Akkulaufzeit ist immer ein Thema. In der höchsten Stufe haben wir hier eine Akkulaufzeit von ca. 3 Stunden. In der niedrigsten haben wir eine Laufzeit von über 8 Stunden. Und von der Akku ist fest verbaut oder ich nehme den Akku raus. Wir haben hier eine Tasche, da ist der Akku drin. Das heißt also auch jederzeit revisionierbar, soll mal was sein mit der Batterie, Akku etc. Also bei beiden Handschuhen ist das so, dass man den Akku vom Handschuh trennen kann und auch dann den Akku gegebenenfalls revisionieren oder auch einfach, ich lade ihn oder nehme einen zweiten Akku und kann dann auch wieder weiterarbeiten. Das heißt dementsprechend auch Entnahme für Reinigungsintervall oder für dergleichen. Ganz klar. Also aus der Praxis für die Praxis gedacht, so dass man sagen kann, das ist eine tolle Geschichte. Jetzt können natürlich viele Kunden sagen, aber hier oben leuchtet das wie blöd. Das können wir natürlich auch anders. Hier haben wir ein Produkt, wo man den An- und Ausschalter im Grunde genommen hier reingelegt hat und gesagt hat, okay, jetzt ist aus, jetzt ist an. Hier hat man jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte da eine höhere Temperatur erzeugen, sondern an und aus. Aber für die
Menschen, für die es wichtig ist, dass nicht leuchtet, finden wir Lösungen. Und es ist dementsprechend dann wahrscheinlich auch ein Mittelwert, was die Heizkraft oder die Temperatur dann betrifft. Das entspricht hier dem absoluten Mittelwert, wo man sagen kann, okay, meine Patschentchen sind ordentlich warm, ich habe kein Problem, dass ich friere, aber ich muss halt hier eine Lösung finden, wenn es zu warm werden sollte, gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in der Stufe runter, sondern dann mache ich ihn aus. Genau. Also lieber dann in Intervallen nochmal sehr heiß. Ja. Was ja auch die Akkulaufzeit unwahrscheinlich erhöht. Ne? Definitiv. Weil der Handschuh ist auch mit Membrane ausgestattet und demzufolge auch so weit verwendbar, dass man sagen kann, egal bei welchen Wetterungseinflüssen, dieser Handschuh ist für Temperaturen ausgelegt, die im Minusbereich sind und schützt den Träger davor, dass die Hände auskühlen. Und dementsprechend, wenn ich mich natürlich in einem Minusgradbereich oder Einsatzgebiet befinde, ist selbst minimale Heizfunktion in einem Handschuh schon Gold wert. Auf jeden Fall. Und war ja das Wichtige. Wir haben das erkannt. Wir haben erkannt einfach, dass es schwierig ist, bei Minustemperaturen auch bewaffnet zu arbeiten. Und hier haben wir eine Lösung gefunden. Also nicht nur Thema Arbeit, also nicht nur im Gefecht oder so. Nein, Es geht ja auch zum Beispiel das für Medic, Wundversorgung etc., wo ich wirklich jede Fingerspitzengefühl brauche. Auf jeden und Fall. bei ausgekühlten Fingern eher kontraproduktiv sind. Auf jeden Fall, Mats, da hast du vollkommen recht. Ja, also das sind die Produkte, die wir heute hier vorstellen wollen. Die Firma Held hat natürlich dadurch, dass sie aus dem Motorradbereich kommt, ein großes Portfolio, was Handschuhe angeht und auch jahrzehntelange Erfahrung im Handschuhbau. Teile werden ja auch tatsächlich in dem Werk in Sonthofen gefertigt. Wenn man sich die Manufaktur da anschaut, das ist wirklich echte deutsche Handarbeit. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass es noch Firmen gibt in Deutschland, die in der Lage sind, auch tatsächlich Innovationen umzusetzen und zu sagen, wir finden Lösungen für Probleme, die andere Leute haben. Und dementsprechend auch in Deutschland bleiben. Also in der heutigen Standort. Zeit ist das sehr wichtig, aber dadurch, dass es ja ein Familienunternehmen ist mit langer Tradition, Held bleibt in Deutschland. Garantiert. Ja, sehr schöne Schlussworte hier vom Peter von der Firma Held Protection. Ich bedanke mich für deine Zeit, Peter. Max, es hat mich gefreut wie immer. Ich wünsche dir noch einen schönen Messeraufenthalt, bedanke mich und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Wenn euch noch irgendwas zu den Held-Produkten einfällt, spezifisch das, was wir heute im Video gezeigt haben oder irgendein anderes Held-Produkt, schreibt uns in die Kommentare. Wir gehen direkt mit dem Hersteller in Kooperation bzw. in die Kommunikation und versuchen euch die Fragen gutestgehend zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn euch das Allerwichtigste ist, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken für die neuesten Videos der Enfostec 2026. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.